Wer möchte nicht wissen, was in der Zukunft geschieht? Werden die Völker irgendeinmal in Frieden zusammenleben können oder steuern wir unweigerlich auf einen weltweiten Krieg zu und den Weltuntergang? Der Prophet Zacharia hat von Gott den Vorhang weggezogen bekommen und sah in die Zukunft. Heute befassen wir uns mit diesen Ereignissen. Herzlich willkommen auf dem Kanal Auf Fels gebaut. Mein Name ist Theo Job. In Kapitel 8 sind Ereignisse aufgeschrieben, die aus heutiger Sicht fast unvorstellbar sind. Verheißung der Rettung für Israel und die Völker. Sacharja 8, 22 und 23. Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Heerscharen in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuflehen. So spricht der Herr der Heerscharen. In jenen Tagen, da werden 10 Männer aus Nationen mit ganz verschiedenen Sprachen zugreifen, ja, sie werden den Rockzipfel eines jüdischen Mannes ergreifen und sagen, wir wollen mit euch gehen, denn wir haben gehört, dass Gott mit euch ist. Der Rockzipfel geht zurück auf das Gebot in 4. Mose 15, 38. Rede zu den Kindern Israel und sage ihnen, sie sollen sich Tzitzit, Schaufäden an die Ecken ihrer Kleider machen, für alle ihre Generationen, und sie sollen an die Tzitzit der Ecke einen Faden himmelblauer Wolle geben. Hat Jesus auch solche Kleidung getragen? Ja, selbstverständlich. Wir sehen das im Neuen Testament in der Geschichte einer Frau mit starken Blutungen, die geheilt wird. Lukas 8, 43 und 44. Und eine Frau, die seit 12 Jahren mit einem Blutfluss behaftet war und obgleich sie ihren ganzen Lebensunterhalt an Ärzte verwandt hatte, von niemand geheilt werden konnte, kam von hinten heran und rührte die Quaste seines Gewandes an, und sogleich hörte ihr Blutfluss auf. Völker und Nationen werden nach Jerusalem ziehen, um dort den Herrn zu suchen und anzuflehen. 10 Nichtjuden werden einen jüdischen Menschen am Rockzipfel ergreifen und sagen, ich will mit dir gehen, wir haben gesehen, dass Gott mit euch ist. Wie soll das geschehen? Heute getrauen sich jüdische Menschen, wenn sie eine Auslandreise machen, nicht mehr ihre Symbole zu tragen, an denen man erkennen könnte, dass sie jüdisch sind. Die Medien verurteilen und kritisieren Israel, die Vereinten Nationen verurteilen und kritisieren Israel, der Internationale Gerichtshof und. Und jetzt wird es einmal dazu kommen, dass alle Menschen und Nationen nach Jerusalem gehen und sich dem Volk Israel anschließen. Wir werden sehen, wie es dazu kommt. Das Ergreifen des Gewands ist eine Geste der Demut und des Respekts und des Wunsches, am Segen von Gott teilzuhaben. Die Zahl 10 wird oft als Fülle der Nationen gedeutet. Und die Zahl 10 ist im Judentum sehr wichtig. Sie ist die Mindestzahl von religionsmündigen Menschen für einen Gottesdienst und für verschiedene Gebete. Der Kontrast 10:1. Israel ist eine kleine Nation im Vergleich zu allen anderen Ländern auf dieser Welt. Jetzt kommen die vielen Nationen und schließen sich dem kleinen Israel an, weil sie sehen, dass Gott mit Israel ist. Wenn das Licht die Finsternis besiegt hat, wird es keine Trennung mehr geben zwischen Israel und den Nationen, keine Trennung mehr zwischen Christen und jüdischen Gläubigen. Sacharja 9, Gericht über die Völker und teilweise Rettung. Tyrus hat zwar eine Festung gebaut, hat Silber wie Staub aufgehäuft und Gold wie Straßenkot, doch siehe, der Herr wird es erobern und seine Streitmacht auf dem Meer schlagen
und es selbst wird vom Feuer verzehrt. Gaza wird sehr erzittern. Der König wird aus Gaza verschwinden. So werde ich den Hochmut der Philister ausrotten. So wird auch er als ein Rest übrig bleiben für unseren Gott und wird sein wie ein Stammverwandter in Juda und Ekron wie ein Jebusiter. Ich aber werde mich für mein Haus als Wache lagern zum Schutz vor dem, der hindurchzieht und zurückkommt, dass nie mehr ein Gewalthaber bei ihnen hindurchzieht, denn jetzt achte ich selbst auf sie. In Kapitel 9 werden Gerichte gegen Städte und Völker beschrieben. Tyros ist eine Stadt im Libanon, Gaza kennen wir aus den Medien. Das Volk der Philister, so wie es in der Bibel beschrieben wird, existiert nicht mehr. Wir kennen es aus den Geschichten von König David oder von Simson aus dem Richterbuch. Aber das Volk der Philister ist ausgestorben, gilt als ausgestorben. Aber der Name ist geblieben, weil Kaiser Hadrian im Jahr 135 nach Christus nach der Niederschlagung eines jüdischen Aufstands das Heilige Land umbenannt hat in Palästina. Der Name ist geblieben als geografischer Begriff bis 1948. Aber es gab nie einen Staat oder eine Nation mit diesem Namen. Die heutigen Palästinenser sind verwandt mit dem Volk Israel. Sie beziehen sich ja auf Ismael, den Bruder von Isaak. Und auch von ihnen heißt es, wird Gott einen Überrest für sich belassen. Das Wort Überrest kommt in der Bibel häufig vor. Ein Überrest wird umkehren, ein Überrest wird errettet werden. Aus den Nationen wird es ein Überrest sein und auch aus dem Volk Israel wird es ein Überrest sein. Sacharja 9, der kommende Friedenskönig zur Rettung Israels. Juble laut, Tochter Zion, jauchze, Tochter Jerusalem. Siehe, dein König kommt zu dir, gerecht und siegreich ist er, demütig und auf einem Esel reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen der Eselin. Und er verkündet Frieden den Nationen, und seine Herrschaft reicht von Meer zu Meer und von Strom bis an die Enden der Erde. Ja, ich habe mir Juda als Bogen gespannt, den Köcher mit Ephraim gefüllt. So wird der Herr, ihr Gott, sie an jenem Tag retten als die Härte seines Volkes, denn Steine an seinem Diadem sind sie. Juble laut, Tochter Zion, jauchze Jerusalem. Dein König kommt, demütig auf einem Esel reitend. In einem Vers ist zusammengefasst das erste und das zweite Kommen von Jesus. Bei seinem ersten Kommen war er auf einem Esel reitend, eingezogen in Jerusalem nur Tage vor seiner Kreuzigung. Beim zweiten Kommen wird er als König der Könige und als Friedensfürst kommen, nicht mehr auf einem Esel, sondern auf einem Pferd. Wir erfahren auch, wem das Land gehört. Gott sagt hier, dass Israel oder Juda sind wie funkelnde Steine an seinem Diadem, die über seinem Land funkeln. Wem gehört das Land? Das Land gehört Gott, es ist sein Land. Sacharja 10, Gottes Erbarmen nach dem Gericht. Er bittet euch von dem Herrn Regen zur Zeit des Spätregens. Der Herr ist es, der die Wetterwolken macht. Er lässt den Regen regnen, er gibt einen jedem Brot, Kraut auf dem Feld. Gegen die Hirten ist mein Zorn erbrannt und über die Leitböcke bringe ich Heimsuchung. Denn der Herr der Heerscharen nimmt sich seiner Härte des Hauses Juda an und macht es gleichsam zu seinem Prachtross im Kampf. Aus ihm kommt der Eckstein, aus ihm der Zeltpflock, aus ihm der Kriegsbogen,
Aus ihm wird zugleich jeglicher Gewalthaber hervorkommen. Und ich stärke das Haus Juda und rette das Haus Josef und lasse sie wieder in ihrem Land wohnen. Ich lasse sie zurückkehren aus dem Land Ägypten und aus Assur und sammle sie und bringe sie in das Land Gilead und auf den Libanon. Gott sammelt sein Volk und sie werden sehr zahlreich sein. Sie werden auf dem Libanon sein und in Gilead und der Platz wird für sie nicht ausreichen. Sacharja 11, 30 Silberschekel. Und ich sagte zu ihnen, wenn es recht ist in euren Augen, gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, lasst es bleiben. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberschekel. Da sprach der Herr zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Wert, den ich ihnen wert bin. Und ich nahm die 30 Silberschekel und warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Matthäus 27, Verse 3-7. Als nun Judas, der ihn überliefert hatte, sah, dass er verurteilt wurde, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den Hohenpriestern und den Ältesten zurück und sagte, ich habe gesündigt, denn ich habe schuldloses Blut überliefert. Sie aber sagten, was geht das uns an? Sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel und machte sich davon und ging hin und erhängte sich. Die Hohenpriester aber nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht erlaubt, sie in den Tempelschatz zu werfen, weil es Blutgeld ist. Sie hielten aber Rat und kauften dafür den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremden. Die Verse von Sacharja 11 und Matthäus 27 stimmen inhaltlich weitgehend überein. Heute haben wir die Kapitel 8-11 besprochen. Die Zeit ist schon um. Das nächste Mal geht es dann um Sacharja 12-14 mit dem großen Finale. Wenn du weitere Beiträge von Auf Fels gebaut hören möchtest, lade ich dich dazu ein, den Kanal zu abonnieren. Vielen Dank für dein Interesse. Bis zum nächsten Mal, Theo Job.